Hallo Leute, nicht erschrecken. Ja, anderes Video auf Plan und los. Oh, was ist denn da los? Wir sind eigentlich diese Woche beim Thema günstig reisen, aber da es so viel Feedback von euch gab zur Mobbing-Folge, dachte ich, hole ich noch mal ein bisschen bei meiner Geschichte aus, also die ich in der Folge erzählt habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, holt es nach, schaut die Mobbing-Folge und dann kommt zurück. Da habe ich nämlich erzählt, dass ich von meinem Chef gemobbt wurde und ich dachte, schön in Storytime-Manier erzähle ich euch jetzt mal so richtig die ganze Geschichte. Viel Spaß! Ich habe eigentlich schon gearbeitet, seit ich 14 war, also damals noch nicht so richtig offiziell, halt in so einem Café bei uns um die Ecke, da konnte ich ein bisschen Kaffee und Kuchen verteilen und habe mal was auf die Hand bekommen. Und diese Chefin war die liebste Frau der Welt und ab und zu war ich auch babysitten, da habe ich halt immer die Eltern getroffen und die waren halt auch mal alle super nett zu mir. Und dann mit 16 habe ich meinen ersten offiziellen, auch eingetragenen Nebenjob gehabt und zwar in einer Supermarktkette bei uns in der Nähe. Dort habe ich dann angefangen zu arbeiten und es gab damals einen Chef, der auch super nett war. Das war wirklich der liebste Mann der Welt. Also das war so ein Chef, dem du auch sagen konntest, okay, ich krieg irgendwie gerade Kopfschmerzen. Und er gesagt hat, gut, pack ein, geh nach Hause, entspann dich. Vielleicht kommst du morgen früh wieder, wenn du Zeit hast, wenn es dir besser geht, aber lass es jetzt erstmal liegen. Und das war die schönste Zeit meines Lebens, weil die Arbeit hat Spaß gemacht. Man hat halt nur Sachen ins Regal reingepackt, das war kein Problem. Ich hatte sogar zu meiner Supermarkt-Packzeit die schönste Figur, weil ich einfach 2- bis 3-mal die Woche da 3 Stunden lang ultraschwere Sachen gepackt habe und mein Körper immer so dachte, yes! Boom. Ja, und diese schöne Zeit hatte schnell ein Ende, als dieser Chef, der so toll war, gegangen ist. Wegen irgendwas. Ich glaube, der hat einfach den Supermarkt gewechselt oder so. Und dann kam ein großer, sehr großer Mann sogar, der war riesig. Ein großer Mann mit grauen Haaren. Soll jetzt kein Bashing gegen große Männer mit grauen Haaren sein, aber der sah eigentlich sehr nett aus. Und es fing an, dass die Mitarbeiter sich schon so langsam erzählt haben, dass der nicht so cool ist, dass man bei dem aufpassen muss, dass man auf jeden Fall pünktlich da sein muss und pünktlich alles erledigen muss, weil sonst kann der halt echt ungemütlich werden. Und ich hatte so einen Arbeitskollegen, der, ja, das war halt so ein schüchterner Junge oder junger Mann, also der war 23 oder 24, ich war 17 zu dem Zeitpunkt. Und der war so fleißig und lieb und hat nie jemandem was Böses getan. Und der wurde von diesem Chef, also der wurde so schlecht behandelt, dass man oft daneben stand und dachte, Mann, oh, ich muss irgendwas sagen. Das kann doch nicht sein, dass der ihn jetzt so, auch wegen so Kleinigkeiten, vor der ganzen Mannschaft so richtig zur Sau gemacht. Oder wenn man ins Lager gekommen ist, um so einen neuen Wagen zu holen, hat man immer irgendwelche Sachen mitbekommen, wo man immer dachte so, oh, ich muss irgendwas sagen. Ja, und das war der große Fehler. Irgendwann stand ich mal im Lager und dann stand da auch dieser junge Mann, der halt da auch mitgearbeitet hat. Und der Chef kam rein und hat ihm wieder irgendwas gesagt, weiß ich nicht, was soll das denn hier, die Kiste ist noch gar nicht, irgendwas. Und ich habe dann den Fehler gemacht und habe gesagt, ja, können Sie vielleicht nicht in so einem Ton mit ihm sprechen, weil also das ist schon ziemlich persönlich, wie Sie hier mit uns reden oder mit ihm in dem Fall. Ja, und seitdem hatte der mich plötzlich auch mega auf den Kieker. Also ich sah damals nicht besonders aus. Also ich war immer so ein Mittelding, also mittlere Frisur, mittleres Aussehen, mittleres alles. Also ich war nie auffällig. Und der hat es trotzdem geschafft, ab diesem Moment, seit ich mich halt für den anderen eingesetzt habe und gesagt habe, können Sie mal bitte nicht so mit uns sprechen, hat der mich so auf den Kieker, dass er jede Kleinigkeit an mir, also wenn ich irgendwie Schuhe anhatte, die, ja, hier, wie heißen diese einfach so dünne Sneaker, dann hat er mich schon beim Reinkommen, so, und sowas nennen Sie Arbeitsschuhe? Was ist, wenn Ihnen was auf den Fuß fällt und so? Klar, es ist ein guter Einwand, aber es war immer der Ton, der bei ihm die Musik gemacht hat. Also er hat immer Sachen vielleicht auch eigentlich richtig sagen wollen, also zieh mal bitte härtere Schuhe an, weil dann geht dein Fuß nicht kaputt. Aber das hat er nicht geschafft. Er hat ab dem Moment, als ich mich für den Typen da eingesetzt habe, mit mir geredet, als ob ich so ein kleines Stück Nichts wäre. Oder Dreck. Nichts oder Dreck. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Und ja, das hat dann mit so Kleinigkeiten angefangen. Ja, hier, das nennen sie hier richtiges Schuhwerk.
sagen wir, können Sie mal irgendwie sich auch einen Zopf machen? Die ganzen Haare fliegen Ihnen doch ins Gesicht. Warum stehen hier noch diese 3 Wagen? Warum sind die noch nicht weg? Ich war gerade 10 Minuten im Laden und der hat mich schon zusammengemeckert, warum ich da drei ganze Wagen mit Produkten noch nicht ausgeräumt hatte. Also waren so Sachen, wo du dann auch mal standest und sagtest, ich wollte mal irgendwie was sagen und sagen, Entschuldigung, aber man war halt auch sehr eingeschüchtert, weil kennt ihr diese Leute, die so in den Raum kommen und irgendwie so eine Ausstrahlung haben, die einen so richtig einschüchtert, und so ein Mann war das. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, regelmäßig während der Arbeit, ich habe ausgepackt, dann kam der zu mir, hat irgendwas gesagt, und dann bin ich ins Lager zu meiner nächsten Kiste und dann liefen halt echt kurz die Tränen. Und dann habe ich kurz Tränen weggewischt, 2-mal tief durchgeatmet und bin wieder rausgegangen und habe weitergemacht. Und die Spitze des Eisberges war es dann, als wir eine Inventur gemacht haben. Das heißt, alle Sachen wurden aus dem Laden rausgeräumt und dann wurde also der ganze Laden wurde auch renoviert und dann haben wir alle Sachen gezählt und der Laden war für 2 Wochen geschlossen. So, und dann bin ich eines Tages dann da hingekommen und hatte so eine Blumenleggings. Also die war sehr bunt, aber so Pastelltöne bunt. Also nicht so quietschbunt, sondern Pastelltöne bunt. Und da waren ganz viele Blumen drauf. Und ja, bin ich halt reingekommen, weil ich halt helfen wollte, arbeiten musste. Und dann mitten im Raum, wo alle Leute standen, wo alle Mitarbeiter, steht er da. Sag mal, ist das Ihr Ernst? Warum laufen Sie hier rum wie ein Clown? Was glauben Sie, wo Sie hier sind? Und ich war so erschrocken davon, wie er mit mir gesprochen hat, dass er das so also jeder in diesem Raum hat auch so ganz peinlich berührt dann auf den Boden geschaut. Ich habe den angeguckt, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich stand da einfach und dachte, oh Gott, nein, 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 nein. Ich will hier nicht mehr sein, ich will hier nicht mehr sein. Bin dann ins Lager gegangen, habe echt so angefangen zu weinen, habe mich kurz beruhigt, stand dann da und dachte, okay, das ist das Ende. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann bin ich in einen anderen Supermarkt von der gleichen Kette, bei uns in der Nähe war da noch so ein Supermarkt. Dann bin ich dahin gefahren und habe so die Situation geschildert und habe gesagt, ich arbeite sehr gerne für genau diese Supermarktkette. Ich finde alles toll, ich mag die Arbeit, ich finde die Aufgaben gut, ich finde die Bezahlung gut, ich bin auch fleißig und schnell und mache das schon ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich schon 1 Jahr in diesem Supermarkt gearbeitet, in dem anderen. Und die fanden das natürlich super, eine ausgelernte Kraft quasi. Und habe die dann halt angefleht, ob sie mich nicht nehmen wollen. Und der Supermarktleiter aus dem neuen Laden hat dann gesagt, ja, er wird mal mit dem anderen Chef, mit dem bösen Chef sprechen und sagen, dass in dem Supermarkt so eine Not ist, dass sie unbedingt jemanden brauchen, dass ich rübergehen kann. Und ja, das nächste Mal, als ich dann zur Arbeit gegangen bin, kam dann der böse Chef zu mir und hat gesagt, ja, hier, was halten Sie davon? Können Sie sich vorstellen, in dem Supermarkt zu arbeiten? Und ich stand da so, ja, ich glaube schon. Ja, dann, weil da ist gerade Not und Sie würden gerne einen von uns abwerben. Also wir haben ja eh hier genug, also dann sind Sie ab nächster Woche da drüben. Und ich habe diesen letzten Arbeitstag in diesem Supermarkt mit dem bösen Chef, ich hab einfach nur noch gegrinst, alles ausgepackt, alles, was er gesagt hat, das war mir so super egal. Dann bin ich zum Schalter gegangen, alles abgegeben, hab Tschüss gesagt, hab nur hier einmal gewunken und dachte mir nur so, endlich bin ich dich los. Und ja, nächste Woche bin ich dann in den neuen Supermarkt gegangen. Der Chef, das war also der netteste, liebste, tollste Mensch der Welt. Der war einfach, ja, es hat einfach plötzlich alles wieder Spaß gemacht. Und es war super traurig, weil ich eigentlich meine ganzen Arbeitskollegen vermisst habe, mit denen zusammenzuarbeiten, weil man ist ja schon, man schweißt zusammen nach einer Zeit, natürlich, auch wenn man sich nur 2-mal die Woche für ein paar Stunden sieht. Aber man ist ja so ein Team. Das neue Team war aber auch super, also das war auch kein Problem. Und erst dann, als ich in diesem neuen Laden war und der böse Chef weg war, ist mir erst aufgefallen,
wie anstrengend die letzten Wochen waren, wie sehr sich meine Gedanken, also auch wenn ich nicht gearbeitet habe und zu Hause war, haben sich meine Gedanken ständig darum gedreht, oh mein Gott, in 2 Tagen muss ich da wieder hin, oh nein, ich muss da wieder hin, oh, jetzt muss ich da hinfahren. Ich habe auch immer kurz, bevor ich los musste, da saß ich da und war so, oh, ich will einfach nicht. Mein Mann hat eh schon nach der Schule, das war ja halt immer nach der Schule gearbeitet, man hat ja dann eh schon keine Lust zu arbeiten, aber wenn man dann halt noch so einen Chef hatte, es ist mir dann erst aufgefallen, wie sehr einen das schlaucht. Deswegen, ich rate euch immer. Es ist eine schwierige Entscheidung, und besonders ein guter Tipp natürlich, immer etwas Neues suchen, bevor man es kündigt. Das ist der Idealfall. Aber wenn etwas auch nicht geht und man noch nichts Neues hat, finde ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, dann sollte man auch kündigen und kurz mal auf das Geld verzichten, wenn man es kann, und sich was Neues suchen, weil diese Zeit gibt dir keiner wieder. Diese Zeit, die du damit investierst, zu leiden, darüber nachzudenken, dich einfach schlecht zu fühlen, diese Zeit wirst du nicht wiederkriegen und da wird auch kein Stundenlohn der Welt das irgendwie besser machen. Deswegen, sobald ihr merkt, dass euer Chef dass man auch nicht mit ihm reden kann, dass man einfach gegen eine Wand redet, lasst es nicht mit euch machen, sucht euch was Neues, versucht da bloß einen Cut zu machen und die Situation zu beenden, weil alles, was danach passiert ist, meine ganze Grundeinstellung, alles lief plötzlich besser, auch die Schule, alles lief besser, weil das besser war. Ja, und das ist meine kleine Storytime zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr werdet nicht gemobbt. Danke für die ganzen Storys, die ihr auch mit uns geteilt habt. Also in den Kommentaren waren super viele Geschichten. Das Feedback, ja, es ist schön auch, dass ihr euch vielleicht auch untereinander austauschen könnt, euch gegenseitig Tipps geben könnt, weil Lebenserfahrung, ne, machen die besten Tipps. Und wenn ihr jetzt sagt, wow, Vanessa, diese Storytime, das war total interessant und super und ich habe mir das so gerne angehört, dann schreibt uns das doch mal. Also wenn ihr mehr Storytimes oder einfach zusätzliche Geschichten hören wollt zu den einzelnen Themen, schreibt es mal in die Kommentare, würde uns freuen. Und hier findet ihr noch weitere Videos. In der Videobeschreibung ist, glaube ich, noch ein anderes Funkformat. Und ja, abonnieren nicht vergessen, Like da lassen. Auf jeden Fall ein Like. Wenn euch das so jetzt gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Dann müsst ihr das auch zeigen. Ne? So, bis dann. Tschüssi.